Wenn wir unser Trompetenspiel trainieren, trainieren wir ja eigentlich unsere Fertigkeiten. Das heißt, wir bringen unserem Körper sukzessive nach und nach bei, wie er besser mit dem Instrument Trompete oder einem anderen Blechblasinstrument umgehen kann. Lockerer spielen kann, schöner spielen kann, ausdauernder, höher und tiefer etc. pp. Und heute ist mein Thema lockeres Trompetespiel. Dadurch, dass wir uns oft selbst im Weg stehen, mit zu engem Hals spielen, zu viel Druck aufbauen, mit zu viel Lautstärke spielen, geht meist die Fähigkeit verloren, eben den einen oder anderen Ton höher zu spielen oder ausdauernder zu spielen. Oder der Ton wird insgesamt weicher, runder, lockerer vom Spiel her und wir spielen zu fest. Deswegen schaffen wir es nicht, dass der Ton einfach ein großes Volumen annimmt. Und hier haben wir Gott sei Dank die glückliche Situation, dass sich viele Menschen Gedanken gemacht haben, wie kann ich den Trompetern, den Blechbläsern beibringen, lockerer und weicher zu spielen. Da habe ich hier zum Beispiel den Buzzer von Mr. Buzzer Markus Arnold. Ich habe hier den Pumpet, also ein Teil der Trompete imitiert, wo es eben auch ums Buzzing geht. Und ich habe hier, zack, den Mack. Auch unterschiedliche Hersteller gibt es hier in dem Fall, die eben auch dazu da sind, das Trompetespiel mit dem Mundstückspiel zu kombinieren. Das heißt immer das Tonspielen auf der Trompete eben optimiert dann mit dem Mundstückspiel. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe es heute auch wieder bei mir gemerkt, wie ich die ersten Töne heute Morgen gespielt habe. Klassische Bindung C auf F, also C2 auf F2, ja, fühlt sich auf eine gewisse Art und Weise an und ich spiele so ein bisschen die Töne, die Tonleitern hoch und runter und merke, naja, es klingt alles, es funktioniert alles, aber es ist dann doch etwas zu viel. Es ist etwas zu eng, es ist etwas zu behäbig und somit trainiere ich dann ganz gerne immer eben mit Mundstück, Pumpet oder Buzzer, weil es hier einfach darum geht, zu imitieren, was ich auf der Trompete mache. Und sobald ich dann das Instrument wieder spiele, merke ich, es geht viel leichter. Und dann probiere ich auch immer aus, wie fühlt sich denn eine Terz oder eine Quinte höher an. Und auf einmal merke ich, viel, viel leichter als vorher eben der tiefere Ton. Und da merkt man schon, man wird einfach viel leichter, lockerer, spielt mit weniger Luftdruck. Zum Beispiel. Und dann übertrage ich das aufs Instrument. Oder ich spiele vorher auf dem Instrument, übertrage es auf die Buzzing-Geräte und gehe wieder zurück zum Instrument. Und dann kann ich sofort 1:1, ich habe die Tonleiter, die Tonart ja sowieso im Ohr und gehe dann eben wieder drauf zurück. Zum Beispiel. Und wenn ich dann auf der Trompete spiele, hoch und runter und es klingt locker, weich, leicht. Ich muss kaum was mit dem Ansatz machen. Es fließt einfach so dahin. Zumindest bei diesen gebundenen Sachen eben. Und hier ist es eben wichtig, dass ich das, was ich da mache, für den Buzzer muss ich jetzt den Mack hier abmachen. Da gibt es aber mittlerweile extra einen speziellen Macker zum Buzzer, damit das einfach alles passt. Ansonsten wäre das hier auch zu eng. Das heißt, ich kann nicht den Mack, meinen Standard-Mack auf dem Buzzer benutzen. Da ist einfach dieser Abschnitt etwas breiter gemacht worden und somit passt es auch auf den Buzzer. Ich muss wechseln, ist ein bisschen unbequemer, aber so ist es nun mal. Übertrag aufs Instrument wieder. Und oben das C fällt mir unglaublich leicht. Und schon funktioniert das alles. Und ich muss nicht drücken oder extra laut werden, damit diese Frequenzen kommen. Ich kann die einfach ansteuern. Ich kann auch auf dem Ton einfach starten. Zack. Und weiter geht's eben in der Skala.
Es geht aber nur, wenn ich mir wirklich bewusst mache, was denn hier an Lockerheit eigentlich möglich ist. Denn oft ist es als Blechbläser, zumindest für mich als Trompeter, so, dass ich zu viel mache. Ich mache zu viel Druck, ich mache zu viel Lautstärke und schon stehe ich immer wieder selber im Weg, weil eben diese Druckpunkte, diese Blockaden entstehen. Und eben mit den genannten Instrumenten bzw. Trainingsgeräten kann ich dagegen antrainieren. Wichtig ist hier aber, dass ich dann auf diesen Geräten eben auch nicht mit dieser Papp und Hau drauf spiele, sondern dass ich wirklich sage, okay, es ist jetzt was anderes und ich lasse mich mal drauf ein und spiele dementsprechend lockerer. Lockerer und flexibler. Und dann, wenn ich es auf die Trompete übertrage, nehme ich eben das auch zu Hilfe. Ein kleiner Trick noch, wenn ich die Trompete anders halte, habe ich dann ein ganz anderes Gefühl. Ist ein bisschen unbequem, natürlich. Das ist ja keine deutsche Konzerttrompete, sondern ich muss halt die Hand ein bisschen verdrehen, aber so ist es eben. Aber ich habe hier kleine Punkte, die ich eben anders machen kann, um eben gegen meine Gewohnheiten anzutrainieren. Und das ist eben wichtig, dass ich nicht immer das gleiche Fahrwasser hineinfalle, sondern eben auf unterschiedliche Art und Weisen. Und deswegen habe ich auch unterschiedliche Gerätschaften hierfür, trainiere, um mich eben auf einen anderen Weg zu bringen. Spiele ich immer mit engen Hals, mit zu viel Druck, mit zu viel Lautstärke und so weiter und so fort. Und ich mache alles immer auf die gleiche Art und Weise, werde ich kaum dagegen ankommen. Kampf gegen Windmühlen ist das Stichwort. Nur wenn ich dann eben so kleine Stellschrauben drehe, komme ich eben auch dazu, dass ich sage, okay, es fühlt sich komplett komisch an, eine Perineeventil-Trompete mal so zu halten. Und ich reduziere absichtlich den Druck. Und versuche, dass alles dahinter läuft. Alles mit Ansatz und Muskel. Mit Muskelaktivität, mit Ansatzkontrolle und nicht mit zack und drauf. Und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass wir uns flexibel gestalten. Es gibt immer diese typischen Aufdrucke auf T-Shirts, ja, das muss so laut, dann ist eine Trompete drauf. Ist ganz lustig, ja, aber da ist immer halt ein bisschen Wahrheit dabei, dass viele Trompeter eben nur laut können. Wenn der Ansatz nicht trainiert ist, muss ich es eben mit Luftdruck regulieren, das Ganze. Und es wird für alle laut. Das heißt, es muss immer so laut sein. Wenn ich aber mich trainiere und das alles eben auch kontrollieren kann, die Luft, die Muskulatur, den Luftdruck etc. pp. Auch den Klang natürlich, das hat ja auch was damit zu tun, wie habe ich meinen Ansatz angespannt, habe ich den fest betoniert. Dann wird es eben immer schrill und scharf im Ton sein. Kann ich aber weich und flexibel meinen Ansatz kontrollieren, dann kann ich den Ton auch modulieren. Es klingt viel weicher, es klingt eher Richtung Flügelhorn fast schon. Aber letztendlich kommt es eben darauf an, dass ich mich trainiere. Wenn ich das nicht mache, muss ich es auf die brutale Art und Weise lösen. Und deswegen immer mein Appell, nutzt Mundstück, Mack, Buzzer, Pumpet etc. Euer Mundrohr, Stimmbogen abgezogen, da kann man auch schon sehr viel drauf machen. Auch hier kann man trainieren. Wunderbar. Laut werden, Volumen suchen, leiser werden, Töne maximal aushalten in Sachen Länge und schon hast du wieder eine neue Art und Weise, dein Trompetenspiel zu trainieren. Also, begib dich auf die Reise, einfach auszuprobieren, neue Gerätschaften mit ins Training zu integrieren und du wirst sehen, dein Trompetenspiel wird wesentlich flexibler, als wenn man immer auf die gleiche Art und Weise mit dem Hammer draufhaut und wundert sich, wieso es nicht besser wird. Also, halt mich auf den Laufenden oder schreib auch gerne in die Kommentare, welche Trainingsgeräte du benutzt. Sowas interessiert mich immer brennend und schafft letztendlich auch einen Weitblick. Ansonsten lasst gerne am Ende von diesem Video ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.